Wir sind zurück mit einem kurzen Update-Video und zwar geht es um alle Neuerungen aus dem Februar. Das erste, was ich zeigen will, ist gerade auf dem Dashboard. Da haben wir nämlich eine neue Ansicht. Zusätzlich zum Cashflow und der Erfolgsrechnung haben wir jetzt eine neue Ansicht für Verkaufsziele. Cashflow und Erfolgsrechnung sind super Dashboards, um zu wissen, wie viel Geld kommt rein, wie viel geht raus, wie viele Rechnungen habe ich erstellen und so weiter. Aber es fehlt ein bisschen das Gefühl dafür, wie viele Aufträge sind nötig, dass die Zahlen überhaupt zustande kommen. Und habe ich genug Aufträge in der Pipeline? Bei den Verkaufszielen geht es genau um das. Da geht es um Offerten, also wie viele Offerten habe ich verschicken, wie viele sind freigegeben worden und so weiter. So siehst du schon ein paar Monate im Voraus, ob deine Aufträge langen. Das Zweite, was ich zeigen will, hat auch mit der Offerte zu tun. Und zwar haben wir hier einen neuen Status, der heißt verrechenbar. Wenn Offerten nicht an einem Projekt hängen, kannst du die ja direkt in Rechnungen umwandeln. Und dass keine vergessen geht, haben wir den Status eingebaut. Und da gibt es noch eine Funktion, wenn du nicht die ganze Offerte hast können verrechnen. Kann ja sein, dass es aus irgendwelchen Gründen irgendetwas in Posten weggeht ist oder man einfach nicht können so viel in Rechnung stellen. Und damit die Offerte nicht ewig in dem Status hängen bleibt, kannst du auch manuell die Verrechnung abschließen. Da kann man einen optionalen Grund angeben, Verrechnung abschließen und so ist die Offerte auch abgeschlossen. Dann haben wir bei dem Projekt noch ein cooles neues Feature und zwar geht es hier um Unterprojekte oder Projektphasen. Wenn du grosse Projekte hast mit grossem Budget, willst du die vielleicht aufteilen auf kleinere Budgets. Da haben wir recht oft den Fall gehabt, wenn es um Jahresbudget geht, also wenn man mit einem Kunden ein Budget über das ganze Jahr abgemacht hat, aber intern will man die noch ein bisschen verteilen auf gewisse Mitarbeiter, auf gewisse Unterprojekte. Und das ist jetzt möglich mit der Projektphase. Ich habe in diesem Beispiel ein Gesamtbudget von ein bisschen über 52'000 und habe das schon aufgeteilt auf 2 Phasen. Und sehe hier unten auch, wie viel das noch übrig ist, wie viel das noch ohne Zuordnung ist. Die Phasen kann ich entweder hier über das Plus erstellen oder, wenn noch keine vorhanden ist, oben über Bearbeiten, Projektphase erstellen. Jede Phase ist eine Art wie ein Unterprojekt, hat einen eigenen Projektleiter, Projektleiterin, kann auch ein Kostenlimit haben oder muss ein Kostenlimit haben natürlich und kann auch speziell zugewiesene Mitarbeiter haben. Wenn Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen Zeiten erfassen oder Leistungen, gehen die immer auf eine spezielle Phase. Also da müssen sie bei dem Projekt die richtige Phase auswählen. Dann haben wir bei der Mehrwertsteuer noch eine kleine Neuerung. Nämlich ist es jetzt auch bei der effektiven Methode möglich, zum Bezugssteuer abrechnen. Und zwar, wenn du in den Mehrwertsteuereinstellungen einen Steuersatz für Bezugssteuer hast, wie ich hier in diesem Beispiel, dann kannst du bei den Ausgaben, und zwar nehme ich hier auch ein Beispiel für, bei den Ausgaben, wenn du einen Beleg hast, der aus dem Ausland kommt und keine Schweizer Mehrwertsteuernummer drauf hat, und du da eigentlich 0% auswählen, weil das nicht deklariert ist, gibt es jetzt da unten die Möglichkeit, zum Bezugssteuer aktivieren. Das heisst, da eine Dienstleistung aus dem Ausland und du übernimmst mit der Bezugssteuer eigentlich die Mehrwertsteuer für die ausländische Firma. Wenn ich da Ja sage und speichere, wird automatisch Bezugssteuer verbucht und du siehst sie dann auch im Mehrwertsteuerformular. Dann haben wir beim Importieren von Transaktionen noch eine Neuerung. Wenn man mit CSVs arbeitet, vor allem für Kreditkartenabrechnungen spannend, haben wir jetzt hier die Möglichkeit, wenn wir den CSV wählen, die Spalten nehmen, selber zuordnen. Vorher ist das automatisch passiert und das hat nicht immer gestimmt. Jetzt kann man die manuell konfigurieren und dann hat man hoffentlich die richtigen Spalten aus den richtigen Feldern zugewiesen. Das war es für den Februar. Wir sehen uns in einem Monat wieder.